Hi Leute und willkommen zum 4. Tag der IAE 2954. Heute ist der Alien-Tag und da werden wir auch hier in der Haupthalle von allen aktuell verfügbaren Alien-Schiffen begrüßt. Da haben wir auf der linken Seite den Banu Defender, das erste außerirdische Schiff, mit dem Menschen Kontakt aufgenommen haben. Und auf der rechten Seite die Wandul Blade, das erste außerirdische Schiff, das die Erde angegriffen hat. Und dazwischen haben wir alle anderen bekannten außerirdischen Schiffe und die schauen wir uns jetzt mal an. Ein etwas größeres Wandul-Kampfschiff als die Blade ist die Glaive. Die Wandul-Schiffe, die hier auf der Messe ausgestellt sind, werden von Esperia hergestellt. Das ist ein menschlicher Hersteller. Der kopiert Designs der Wandul und der Tevarin für die menschliche Nutzung. Ein weiteres Beispiel davon ist der Prowler, ebenfalls ein Design von Esperia, ursprünglich ein Schiff der Tevarin. Ebenfalls von Esperia adaptierte Tevarin-Designs sind der Talon und der Talon Shrike. Das sind Abfangjäger. Und damit sind wir schon hier im Zentrum bei der Siulen. Das ist ein Schiff des Herstellers Gattac, der kein menschlicher Hersteller ist, sondern ein Hersteller des außerirdischen Volkes Xi'an. Die Siulen haben wir uns zur letzten IAE schon mal im Detail angeguckt, als sie dort neu erschienen ist. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Hersteller der Xi'an, Aopoa, der hier die K2Al vorstellt. Auch die haben wir uns zur IAE schon mal angesehen. Und zur letzten IAE noch nicht verfügbar gewesen, aber ich glaube zur Invictus Launch Week haben wir es schon gesehen, die Santok Yai, ein etwas größeres Kampfschiff, auch vom Hersteller Aopoa. Und da ich mich nicht erinnern kann, ob wir zur Invictus Launch Week mal darin gesessen haben, steigen wir doch mal fix ein. Da kommt der Sitz rausgeflogen und hui, hebt einen ins Cockpit. Eine sehr gewöhnungsbedürftige Steuereinheit, die etwas Training erfordert, aber prinzipiell auch für Menschen nutzbar. Und man muss sagen, aus diesem Cockpit hat man definitiv den absoluten Überblick. Neben den beiden Kampfschiffen stellt Aopoa aber auch ein Hoverbike her, und zwar die Nox, eins der schnellsten Hoverbikes, die es aktuell gibt am Markt. Also in dieser Jacke halte ich es nicht lange aus, da muss ich jetzt erstmal raus. Auf dem Markt für Alienschiffe hat sich dieses Jahr nicht viel getan. Man hat ja auch gesehen, oben ist nur die Haupthalle bis jetzt gefüllt mit Alienschiffen. Es sind aber noch 2 Alienschiffe konkret angekündigt und die schauen wir uns jetzt in der Display Hall an. Zuerst einmal haben wir vom Hersteller Gattac die Raylan oder Rylan. Das ist ein größeres Frachtschiff als die Siulen. Und von den Banu der Merchantman, so eine Art fliegendes Einkaufszentrum. Tja, die außerirdischen Schiffe sind auf dem menschlichen Markt wohl noch nicht so richtig angekommen. Deswegen gehen wir heute auch ohne Neuigkeiten von der Messe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei. Am 5. Tag der IAE stellt RSI seine Schiffe vor. Und da dürfte eine Neuigkeit dabei sein, denn RSI hat ja zur Invictus Launch Week die Polaris angekündigt und die dürfte morgen auf der IAE auch begehbar sein und dann werden wir sie uns zusammen anschauen. Bis dahin, wir sehen uns morgen und euch einen guten Flug.